Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir schauen, was der Tag so bringt an Infos. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, es geht euch gut. Ups. Ja, haben wir schon mal die Maus. Mal gucken, was sie wegnagt. Energie. Vielleicht habt ihr heute irgendwie das Gefühl, etwas zeigt sich nicht richtig. Es gibt irgendwo in eurem Leben einen Mangel. Es gibt nichts, das sich in eine gute Richtung wendet oder etwas, das euch ständig Energie nimmt. Es kann eine Situation im häuslichen Bereich sein. Möglicherweise eine Energie auch aus dem Umfeld, wo ihr irgendwie mit Dingen beschäftigt seid, die nicht euch gehören, aber die Energie kosten. Zugleich habt ihr hier die Möglichkeit, einen Konflikt zu beenden. Ne? Etwas, was viel Energie gekostet hat, zeigt sich hier so, dass es sich stabilisiert. Das ist schon mal schön. Also das wäre hier die klassische Wende von dem Mangel in die Stabilität. Was auch Energie kostet und was mir gerade so auffällt bei dieser Legung. Es gibt so Dinge, die kehren immer wieder. Gleiche Gespräche, gleiche Missverständnisse, gleiche Themen. Und das Gegenüber oder um das Thema es geht, möchte eigentlich nichts als täglich das gleiche Thema besprechen, ohne was dafür zu tun. Und so eine Situation kann das sein. Ne? Ich beschwere mich ewig und ewig kotze ich mich darüber aus. Sorry für die Wortwahl. Aber ich bewege ja damit nichts. Es geht darum, etwas zu tun, aus einem bestimmten Kreislauf auszusteigen. Etwas Verbindliches zu tun, um einen Konflikt zu lösen. Vielleicht, möglicherweise geht es auch um das Beziehungsleben, wo sich immer wieder so Blockaden einschleichen oder Unsicherheiten, wo man jetzt endlich etwas in die Hand nimmt, eine andere Option wählt, nicht immer das Gleiche tut und nährt und sich dann darüber beschwert, sondern es geht darum, einen Weg zu finden, eine Möglichkeit zu nutzen, die dir vielleicht jetzt nicht ganz klar ist, aber womit du eben wieder was Gutes in Bewegung bringen kannst. Die Dinge stehen unter einem guten Stern, eine Energie, die sich auch so innerlich beruhigt für dich. Das Blöde ist, du hast ja einfach, oder wir haben hier einfach vielleicht keine Ahnung, welche Option das sein könnte. Der Konflikt hier, der hier liegt, der kann auch sein, dass man nicht alles sagt, was man weiß, dass man bewusst eben verhindert, indem man ruhig ist und bei dem man auch vielleicht dem anderen oder dem Gegenüber nicht so über den Weg traut. Ja? Etwas, was immer wieder sich falsch anfühlt, wo Zweifel aufkommen, wo einem auch manchmal die Hutschnur ein bisschen platzt, kann hier jetzt heute fair entschieden werden. Ne? Hier geht es darum, dass du dir vielleicht um etwas Sorgen machst und dass du dich vielleicht auch so fühlst, als wollte man dich unterkriegen oder ja, dass du nicht strahlen kannst. Gucke dir Einzelheiten hier gründlich an, damit du hier den Fuß aus dem Karussell kriegst. Und hier wird ein Kompromiss gefunden. Eine Sache wird so behandelt, dass eine Win-Win-Situation entsteht. Und es ist so, dass du vielleicht im Moment tatsächlich nicht richtig weißt und dir deshalb Sorgen machst, wie das gehen kann. Aber da kommt dann von oben auch dieser zündende Funke, der dir Klarheit und Glück in die Sache bringt. Gib auch nicht auf, ne? Sei an einer Lösung interessiert, wo beide als Gewinner rausgehen. Manchmal möchte man ja die anderen auch
gerne verlieren sehen. Nur denke ich, auch das kommt dann wieder zurück, dieser Bumerang irgendwo. Ja, hier geht es um Anerkennung. Es geht um eine Anerkennung für das, was du schon geleistet hast. Vielleicht auch aus dem Umfeld heraus, ne, dass immer wieder selbstverständlicherweise etwas von dir genommen wird und als normal akzeptiert. Und ja, wenn man dein Ohr braucht, dann quatscht man halt da rein, egal ob du jetzt dafür Nerven hast oder nicht. Und es geht darum, dass jemand anderes in dir mit in Zusammenhang sich dafür entscheidet, auch mal anzuerkennen, was du leistest, was du täglich an Energie aufwenden darfst und musst, auch für deine eigenen Dinge. Und hier kommt auch Hilfe mit auf den Weg. Also wenn sich hier Situationen ergeben, wo du denkst, ich finde da keinen Weg richtig raus, das Karussell dreht sich, dann kommt hier auf jeden Fall eine Anerkennung für dich. Ich nenne es jetzt Anerkennung. Das kann natürlich ein Geschenk sein, das kann auch eine Entscheidung sein, die dir in die Karten spielt, oder jemand, der auch tatsächlich sagt, so komm, wir legen hier unseren Kampf nieder, wir entscheiden uns beide für eine friedliche Situation. Natürlich kann es kann eine Person sein, das kann eine Sache mit in einer Beziehung sein oder eine Sache, die sich wiederholt. Die Kohlmeise. Ja, es geht um Unbeschwertheit, ne? Lass dich auf meinen Flügeln zum unbeschwerten Glück deiner Kindheit tragen oder heile als Erwachsene das Leid, wenn es schmerzvolle Zeiten gab, an die du dich nur ungern erinnerst. Also dieser Konflikt kann durchaus auch mit der Vergangenheit zu tun haben, ne? Dass du geleistet hast und oder immer der auch warst, der leisten musste. Und jedes Mal hast du das Gefühl gehabt, naja, ich kriege ja nichts dafür, es zahlt sich nicht aus. Da dreht sich was, ne? Es geht vielleicht auch an alle die, die sich immer durch Leistung beweisen mussten oder definieren. Also so ein Muster, ne? Nur wenn du tust und machst und gibst, dann bist du gut, und wenn nicht, dann eben nicht. Wenn wir hier unten den Fuchs noch nehmen, den wir hier mit der 14 haben, der hat im hebräischen Alphabet die 14 und in unserem die 5. Und da geht man mit Schwung wieder voran, man erlöst Vergangenes. Unter Umständen kann man auch einen kompletten Lebenskonflikt vergessen. Man soll Verantwortung für sein Leben übernehmen. Das tut man auch, wenn man irgendwie sagt, so hier gebe ich meine Energie nicht rein. Das nährt dich, weil du dich zum Beispiel aussprechen kannst, aber es bringt ja auch dem Gegenüber nichts, wenn du immer nur dein Ohr bietest, denn es kommt ja nicht aus seiner Komfortzone heraus, wo es selber was tun muss. Ja, und hier darfst du jetzt mal nur für dich einstehen, dir neue Ziele setzen. Und hier unten steht noch, du bist das Wichtigste in deinem Leben, und um das geht es. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.